Allein im letzten Jahr haben zahlreich bekannte Einzelhändler in Deutschland Filialen geschlossen, und manche Innenstädte worken plötzlich spürbar leer. Wo früher Wohlschaffenste waren, hängen heute Schließungsschilder. Die entscheidende Frage lautet, ist das now eine Umstrukturierung, oder steht eine Rezession vor der Tür? Die deutsche Wirtschaft kämpft mit schwachem Wachstum, vorsichtigem Konsumverhalten und steigenden Betriebskosten. Ökonomen beobachten den Einzelhandel besonders genau, denn Filialschließungen gelten oft als Frühindikator für wirtschaftliche Abschwächung. Wenn Geschäfte verschwinden, betrifft das nicht nur Unternehmen, sondern auch Arbeitsplätze in ganz Stadtviertel. Was steckt wirklich dahinter? Handelt es sich eine normale Marktbereinigung, oder ein tieferes wirtschaftliches Signal? Bleibt dran, denn wir analysieren 10 zentrale Gründe für die aktuellen Schließungen, in absteigender Reihenfolge. Wenn die Geschäfte in deiner Stadt auffallen, schreib Handel im Wandel in die Kommentare und nenn den Stadt. In jedes Video fließt viel Research und Engagement. Also klick einmal auf Abonnieren und bleib informiert über wirtschaftliche Veränderungen, die uns auch betreffen. Nummer 10. Überexpansion in Boomzeiten. Beginnen wir mit einem Punkt, der oft übersehen wird. Nicht jede Filialschließung bedeutet automatisch Kreis. Ein zentraler Grund für aktuelle Schließungen ist die Überexpansion während der wirtschaftlich starken Jahr. Vor 2020 war die Konsumstimmung robust, Innenstädte waren gut besucht, und wir Marken wollten eine Präsenz ausbauen. Neue Filialen bedeuteten Sichtbarkeit und Marktanteil. Einkaufszentren wuchsen, Geschäfte wurden größer und aufwendiger gestaltet. In dieser Phase schien Wachstum selbstverständlich. Doch wirtschaftliche Rahmenbedingungen ändern sich. Steigende Kosten, verandates Kaufverhalten oder geringer Besucherzahlen können schnell dazu führen, dass einzelne Standorte nicht mehr rentabel sind. Jede Filiale verursacht Fixkosten, Miete, Personal, Energie, Lagerhaltung. Wenn Umsatz leicht sinken, geraten Margen unter Druck. Handelsexperten sprechen hier oft von einer Marktbereinigung, nicht von einem Zusammenbruch. Unternehmen schließen weniger profitable Standort, ihre Gesamtstruktur zu stabilisieren. Es ist eine strategische Anpassung. Wenn man also von Rezession spricht, sollte man fragen, scheitern Unternehmen wirklich, oder optimieren ihre Struktur? Manchmal ist eine Schließung ein Zeichen von Anpassung, nicht von Kreis. Wenn du glaubst, dass es eher eine Anpassung als ein Kreis ist, schreib strategische Anpassung in die Kommentare. In jedes Video fließt viel Research und Engagement. Also klick einmal auf Abonnieren und bleib den wirtschaftlichen Entwicklungen einen Schritt voraus. Nummer 9. Der Online-Boom. Ein entscheidender Faktor ist der anhaltende Trend zum Online-Shopping. Bereits vor der Pandemie wuchs der E-Commerce in Deutschland stetig. Doch ab 2020 beschleunigte sich diese Entwicklung deutlich, und SIE halt bis heute. Viele Verbräuche vergleichen Preis direkt auf dem Smartphone, während SIE im Geschäft stehen. Produkt werden vor Ort angeschaut, aber online bestellt. Bequemlichkeit, Schnelllieferung, einfach Rückgabe und Preistransparenz haben das Einkaufsverhalten grundlegend verändert. Experten sprechen vom Click-Stack-Brick-Effekt. Marktdaten sagen, dass ein erheblicher Teil des Non-Food-Umsatzes inzwischen online erzielt wird, mit weiter steigender Tendenz. Für Händler bedeutet das eine neue Kostenstruktur. Physische Filialen verursachen hohe Fixkosten, Miete, Energie, Personal. Online-Vertrieb arbeitet stark zentralisiert. Wenn die Besucherzahlen leicht sinken, geraten Großfilialnetze unter Druck. Unternehmen stellen sich die Frage, brauchen wir 200 Standorte, oder reichen weniger, kombiniert mit einem starken Online-Shop? Das muss keine Rezession bedeuten. Es kann eine strukturelle Transformation des Handels sein. Das Kaufverhalten ändert sich, und Unternehmen passen sich an. Lehrgeschäfte spiegeln daher nicht zwangsläufig wirtschaftlichen Niedergang wider, sondern einen Wandel im Konsumverhalten. Wenn du heute mehr online als im Geschäft einkaufst, schreib digitaler Wandel in die Kommentare und erzähl von deinen Gewohnheiten. In jedes Video fließt viel Research und Engagement. Also klick einmal auf Abonnieren und bleib informiert über Trends, die unseren Handel verändern. Nummer 8. Steigende Gütermieten. Ein weiterer zentraler Faktor sind die steigenden Gütermieten. In vielen deutschen Innenstädten sind die Mieten für Toplagen in den letzten Jahren stark gestiegen. Hochbesucherzahlen führten zu hohen Quadratmeterpreisen. Während wirtschaftlich starke Phasen konnten Händler diese Kosten tragen. Beliebte Einkaufsstraßen in Berlin, München oder Hamburg rechtfertigten Premium-Mieten. Doch wenn die Frequenz leicht sinkt,
werden genau dies langfristigen Mietvertrag zur Belastung. Viel guter Mietvertrag laufen über mehrere Jahre und enthalten Anpassungsklauseln, die an Inflation gekoppelt sind. Das bedeutet, selbst wenn der Umsatz zurückgeht, bleibt die Miete hoch oder steht weiter. Handelsanalysten sehen Fixkosten, insbesondere Mieten, als großes Risiko in unsicheren Zeiten. Stellen wir uns ein großes Modegeschäft in einer Innenstadt vor. Hochmiete, steigende Energiekosten, wachsen Personalausgaben. Gleichzeitig sinkt die Kundenzahl nur 10–15%. Schon entsteht wirtschaftlicher Druck. Die Schließung einzelner Filialen wird dann zur strategischen Maßnahme, das Unternehmen insgesamt zu stabilisieren. Nicht immer ist ein Rezession der Hauptgrund. Oft ist es das Zusammenspiel aus hohen Fixkosten und veränderten Kundenströmen, das entscheidend auswinkt. Wenn du Lehrgeschäft in Toplagen bemerkst, schreib Mietdruck in die Kommentar und nenn den Stat. In Jed's Video fließt viel Research und Engagement. Also klick einmal auf Abonnieren und bleib informiert über Veränderungen in unseren Innenstädten. Nummer 7. Steigende Energie- und Betriebskosten. Ein oft unterschätzter Faktor sind die steigenden Energie- und Betriebskosten. Ein stationaries Geschäft verursacht weit mehr Ausgaben als nur ein Einkauf. Verkaufsflächen müssen beleuchtet, beheizt oder gekühlt werden. Kassensystem, Sicherheitstechnik und Lagerlogistik benötigen Strom. In den vergangenen Jahren waren Energiepreise in Deutschland starken Schwankungen ausgesetzt. Selbst wenn sich Großhandelspreise stabilisieren, bleiben viel Vertragskostenintensiv. Für Großhandelsketten summieren sich dies Kosten enorm. Schon Kleinpreissteigerungen bei Strom, Gas oder Transport können sich über zahlreiche Filialen hinweg zu Millionenbeträgen entwickeln. Gleichzeitig steigen Verpackungs-, Liefer- und Materialkosten durch Inflation. Handelsökonomen betonen, dass Unternehmen reagieren müssen, wenn Betriebskosten schneller wachsen als Umsatz. Preise erhöhen? Schwierig, denn Verbraucher sind preissensibel. Personal reduzieren? Möglich, aber riskant für Servicequalität. Filialen schließen? Oft der schnellste Weg, Kosten zu senken. Einschließung bedeutet also nicht zwangsläufig Rezession. SIE kann Ausdruck wirtschaftlicher Anpassung sein. Doch SIE sieht deutlich, wenn Fixkosten dauerhaft steigen, geraten selbst bekannte Marken unter Druck. Wenn steigende Kosten Unternehmen in deiner Region belassen, schreib Kostendruck in die Kommentar und teil den Beobachtung. In Jed's Video fließt viel Research und Engagement. Also klick einmal auf Abonnieren und bleib informiert über wirtschaftliche Entwicklungen in deinem Umfeld. Nummer 6. Arbeitskosten und Personalmangel. Ein weiterer entscheidender Faktor sind steigende Arbeitskosten und Personalmangel. Der stationäre Handel ist personalintensiv. Jede Filiale benötigt Verkäufer, Filialleiter, Lagerkräfte, Reinigungspersonal und logistische Unterstützung. In den letzten Jahren sind Mindestlohn gestiegen und arbeitsrechtliche Standards wurden angepasst. Ein Vorteil für Beschäftigte, aber mit höheren Kosten für Unternehmen. Gleichzeitig verändert der demografische Wandel den Arbeitsmarkt. Die Bevölkerung altert, und wenige junge Menschen treten in klassische Einzelhandelsberufe ein. Viel bevorzugen flexibel oder digital Tätigkeiten. Dadurch entstehen Engpässe im stationären Handel. Wenn Unternehmen Schwierigkeiten haben, viele Stellen zu besetzen, müssen sie attraktive Gehälter oder Zusatzleistungen anbieten. Das erhöht die monatlichen Fixkosten. Anders als Umsatz, die schwanken können, bleiben Personalkosten konstant. Handelsexperten weisen darauf hin, dass steigende Lohn bei stagnierendem Umsatz schnell zu sinkenden Margen führen. Für Großketten mit vielen Standorten kann die strukturelle Anpassungen erforderlich machen. Die Schließung weniger profitable Filialen ist oft eine Direct Reaction. Das ist nicht automatisch ein Rezessionssignal. Es zeigt jedoch, dass sich der Arbeitsmarkt verändert, und traditionelle Geschäftsmodelle unter Anpassungsdruck stehen. Wenn Personalmangel in deiner Stadt sichtbar ist, schreib Arbeitsmarkt im Wandel in die Kommentar und teil den Beobachtung. In Jed's Video fließt viel Research und Engagement. Also klick einmal auf Abonnieren und bleib informiert über Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt und im Handel. Nummer 5. Verändertes Konsumverhalten. Ein wichtiger, oft unterschätzter Faktor ist das veränderte Konsumverhalten. In den letzten Jahren haben wir haushaltliche Ausgaben neu priorisiert. Nach Phasen wirtschaftlicher Unsicherheit investieren Menschen verstärkt in Erlebnisstadt in materielle Güter. Reisen, Gastronomie, Veranstaltungen und persönliche Dienstleistungen gewinnen an Bedeutung. Wirtschaftliche Studien zeigen,
das Konsumenten nach Krisen häufig starker auf Lebensqualität und Verbrauchen setzen. Branchen wie Mode, Einrichtung oder Elektronik können dadurch in Dynamik verlieren. Gleichzeitig sind viele Haushalte vorsichtiger geworden. Steigende Preise für Grundbedürfnisse wie Lebensmittel und Wohnen reduzieren das frei verfügbare Einkommen. Statt mehr Einkauf wird gezielter konsumiert. Rabattangebot gewinnen und Bedeutung. Durchschnittlich Warenkorb werden kleiner. Für Große Einzelhändler mit zahlreichen Filialen bedeutet das Sinken Durchschnittsumsätze pro Standort. Diese Entwicklung geschieht schleichend, aber konstant. Das allein bedeutet kein Rezession. Es zeigt jedoch, dass Konsumpsychologie ein entscheidender Faktor ist. Wenn sich Prioritäten verschieben, müssen sich auch Geschäftsmodelle anpassen. Wenn du dein Geld für Erlebnis als für Produkt ausgibst, schreib Konsum im Wandel in die Kommentare und teil dein Meinung. In Jed's Video fließt viel Research und Engagement. Also klick einmal auf Abonnieren und bleib informiert über Trends, die unseren Alltag verändern. Nummer 4, Inflationsmüdigkeit. Ein weiterer zentraler Faktor ist die sogenannte Inflationsmüdigkeit. In den vergangenen Jahren sind Preise in vielen Bereichen gestiegen, von Lebensmitteln über Energie bis hin zu Alltagsprodukten. Selbst wenn die Inflationsrate sinkt, bleiben die Preise meist auf einem höheren Niveau. Das führt zu einer schleichenden Anpassung im Verhalten. Haushalte reagieren nicht mit Panik, sondern mit Zurückhaltung. Anschaffungen werden verschoben. Produkt werden lange genutzt. Rabatt gewinnen und Bedeutung. Dieses vorsichtig Konsumverhalten wird zur neuen Normalität. Handelsdaten zeigen häufig ein ähnliches Bild. Die Besucherzahlen brechen nicht vollständig ein. Geschäft bleiben belebt. Doch der durchschnittliche Einkaufswert pro Kunde sinkt. Kleinere Warenkorb. Weniger Spontankauf. Mehr Preisvergleich. Für Händler mit engen Margen ist das entscheidend. Bereits ein Rückgang von wenigen Prozentpunkten beim durchschnittlichen Umsatz kann erhebliche Auswirkungen haben. Die will Fixkosten konstant bleiben, geraten Unternehmen unter Druck. Das allein bedeutet kein klare Rezession. Doch es zeigt, dass Verbrauchervertrauen sensibel ist. Und der Einzelhandel spiegelt die Stimmung besonders schnell wider. Wenn Unsicherheit steht, kaufen Menschen nicht unbedingt weniger, sie kaufen vorsichtiger. Wenn steigende Preise den Kaufverhalten verändert haben, schreib Inflationsfolgen in die Kommentare und teil den Erfahrung. In Jed's Video fließt viel Research und Engagement. Also klick einmal auf Abonnieren und bleib informiert über wirtschaftliche Entwicklungen, die uns auch betreffen. Nummer 3, schwaches Verbrauchervertrauen. Nun kommen wir zu einem Indikator, den Ökonomen besonders ernst nehmen, das Verbrauchervertrauen. Der Einzelhandel hängt nicht nur vom Einkommen ab, sondern von der Einschätzung der Zukunft. Wenn Menschen optimistisch sind, geben sie ihr Geld aus wenn Unsicherheit herrscht, werden Ausgaben zurückhaltender, selbst bei stabilem Einkommen. In Deutschland sehen Stimmungsindikatoren in den letzten Jahren Phasen erhöhter Zurückhaltung. Sorgen über Energiepreis, globale Entwicklungen oder Arbeitsplatzsicherheit beeinflussen das Kaufverhalten. Besonders große Anschaffungen werden bei Unsicherheit oft verschoben. Der Handel gilt als Spiegelbranche. Seid frühzeitig, wie sich wirtschaftliche Erwartungen verändern. Noch bevor offiziell Wachstumszahlen einen Abschwung bestätigen, können Umsatzzahlen im Einzelhandel Hinweis liefern. Wichtig ist, Filialschließungen bedeuten nicht zwingend fehlens Geld. Oft bedeutet es, dass Menschen ihr Geld vorsichtiger einsetzen. Rücklagen werden erhöht. Ausgaben priorisiert. Für Großketten reicht ein moderater Nachfragerückgang in mehreren Regionen US, Standort zu überprüfen. Das ist kein eindeutiger Beweis für eine Rezession. Aber es ist ein Signal, das man ernst nehmen sollte. Manchmal beginnt ein wirtschaftlicher Wandel nicht mit einem Null, sondern mit Zurückhaltung. Wenn du aktuell vorsichtiger konsumierst, schreib Vertrauensfrage in die Kommentare und teil deine Einschätzung. In Jed's Video fließt viel Research und Engagement. Also klick einmal auf Abonnieren und bleib informiert über wirtschaftliche Signale, die unsere Zukunft beeinflussen. Nummer 2, strengere Kreditbedingungen und hohe Zinsen. Ein besonders starker struktureller Faktor sind hohe Zinsen und strengere Kreditbedingungen. Inflation zu bekämpfen, haben Zentralbanken in Europa die Leitzinsen angehoben. Langfristig stabilisiert das die Preis, kurzfristig wird es jedoch Kredit. Der Einzelhandel ist häufig auf Finanzierung angewiesen, für Expansion, Warenlager, Modernisierung und laufende Investitionen. Steigen die Zinsen, erhöhen sich die Kosten für bestehende Kredite mit variablen Zinssätzen.
New Projekt werden zurückgestellt, weil sie weniger rentabel erscheinen. Filialeraufnungen werden verschoben, Renovierungen auf EIS gelegt. Ortsverbräuche sind betroffen. Hohe Zinsen werden Bovenanzierungen und Konsenkredit. Wenn Haushalt mehr für Darlehen zahlen, sinkt das frei verfügbare Einkommen. Ökonomen sehen in restriktiveren Kreditbedingungen oft einen starke wirtschaftliche Abschwächungen. Sie lösen nicht automatisch ein Rezession aus, können aber bestehend an Sicherheiten verstärken. Antunchmanagieren vorsichtige, Investitionen gehen zurück. Für Handelsketten mit geringen Margen kann dies Kombination aus höheren Finanzierungskosten und schwacher Nachfrage zur Überprüfung des Filialnetzes führen. Zinsen wirken wie ein Hebel, sie beeinflussen nahezu alle Bereiche der Wirtschaft. Wenn hohe Zinsen den Umfeld beeinflussen, schrieb Zinsdruck in die Kommentar und Teil den Einschätzung. In Jed's Video fließt viel Research und Engagement, also klick einmal auf Abonnieren und bleib informiert über wirtschaftliche Entwicklungen, die uns auch betreffen. Nummer 1. Struktureller Wandel im Handel. Nun kommen wir zum wichtigsten Punkt. Die aktuellen Filialschließungen in Deutschland konnten weniger ein Zeichen einer Rezession sein, sondern Ausdruck eines strukturellen Wandels im Einzelhandel. Über Jahrzehnte basiert das Geschäftsmodell auf großen Filialnetzen, zentralen Innenstadtlagen und konstantem Kundenstrom. Doch Technologie, Verandates Kaufverhalten und New Kostenstrukturen haben dieses Modell grundlegend verändert. Digital Plattformen, Datenbasiert Prozess und Hybrid Einkaufsmodell prägen den Markt zunehmend. Ökonomen sprechen hier von einem strukturellen Wandel und nicht nur von einer konjunkturellen Schwächephase. Ein Rezession ist oft vorübergehend. Ein struktureller Wandel hingegen verändert die Branche dauerhaft. Manche Filialen schließen nicht wegen wirtschaftlichen Zusammenbruchs, sondern weil Altkonzepte nicht mehr effizient sind. Ein Vergleich, auch im Bankensektor werden Filialnetz reduziert und digital Angebot ausgebaut. Der Handel konnte sich in einer ähnlichen Phase befinden. Das schließt ein wirtschaftliche Abschwächung nicht aus, doch der tiefe Trend ist Modernisieren. Wenn du also leer Geschäft siehst, konnte das weniger Niedergang als viel mehr Neuausrichtung bedeuten. Glaubst du, wir sehen eine Rezession, oder einen strukturellen Wandel? Schreib Rezession oder Neuausrichtung in die Kommentar. In Jed's Video fließt viel Research und Engagement, also klick einmal auf Abonnieren und bleib informiert, worin sich unsere Wirtschaft weiterentwickelt. Bedeutet die Schließung großer Einzelhändler automatisch, dass Deutschland in einer Rezession steckt? Die ehrliche Antwort lautet, es ist komplex. Es gibt real wirtschaftliche Belastungen. Hohe Zinsen, Inflationsmüdigkeit, vorsichtige Verbräuche, steigende Betriebskosten und strengere Kreditbedingungen setzen Unternehmen unter Druck. Der Einzelhandel reagiert besonders sensibel, weil direkt mit dem Konsumverhalten der Haushalt verbunden ist. Doch nicht jede Filialschließung ist ein Zeichen des Niedergangs. Weil es deutet auf einen strukturellen Wandel hin. Der Handel wird digitaler, effizienter und stärker zentralisiert. Unternehmen optimieren ihr Filialnetz, passen sich neuen Konsumgewohnheiten und reduzieren Kosten, langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein Rezession beschreibt eine konjunkturelle Abschwächung. Ein struktureller Wandel beschreibt eine dauerhafte Veränderung des Geschäftsmodells. Beide Entwicklungen können sich überschneiden, müssen es aber nicht. Für uns als Beobachter ist entscheidend, nicht nur auf Leerschafenste zu schauen, sondern auf wirtschaftliche Indikatoren wie Beschäftigung, Zinsen und Verbrauchervertrauen. Ein geschlossenes Geschäft kann ein Warnsignal sein, oder ein Zeichen der Anpassung. Die entscheidende Frage lautet nicht nur, ist ein Rezession da, sondern, wie verändert sich unsere Wirtschaft, und wie reagieren wir darauf?